NIO will bekanntlich auf den deutschen Markt drängen und da wären die Modelle ET5 und ET7 mehr als passend für den Start. Der chinesische Autobauer hat aber noch viel mehr in petto, darunter der NIO EC6 und der soll ebenso zu uns kommen. Alles, was man über das SUV-Coupé wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Zum NIO ET5 und ET7 habe ich auch schon Videos gemacht, die findet ihr an der oberen rechten Bildecke. Vorgestellt auf der Chengdu Motor Show 2020 und am Ende des gleichen Jahres noch in China ausgeliefert, zeigt sich der NIO EC6 sehr sportlich designt. Aber auch die Fahrwerte sind dementsprechend angepasst und der Preis dürfte mehr als interessant sein. Gerüchteweise ging damals schon herum, dass der EC6 2021 nach Deutschland kommen dürfte, was aber offensichtlich nicht passiert ist. Aktuelle Stimmen sprechen jetzt aber von einem Start Ende 2022 in Deutschland. Ob das auch wirklich so kommt, bleibt zunächst abzuwarten. Auf den ersten Blick wirkt der NIO EC6 äußerst bullig und sportlich. Die typische NIO-Linienführung deutet auf eine gewisse Agilität und Aggressivität hin und passt im Allgemeinen gut ins Designkonzept. Die Front läuft an der Motor- oder Fronthaube recht spitz zu und endet an den dünn zulaufenden Tagfahrlichtern. Die Scheinwerfer sind darunter an den Kanten des Stoßfängers vertikal angeordnet. An den Seiten entlang erkennen wir die bündig eingelassenen Türgriffe, die den Luftwiderstand positiv beeinflussen. Die Dachlinie fällt recht abrupt gen Ende ab und unterstreicht das sportliche Design noch einmal. Das Heck erinnert mich persönlich ein wenig an Renault, eben durch die geschwungenen Heck-LEDs, die sich von den Seiten in die Mitte des Kofferraumdeckels ziehen und auf das NIO-Logo in der Mitte zeigen. Ein besonderes Ausstattungsmerkmal des NIO EC6 ist das 2,1 Quadratmeter große Panoramaglasdach, das 83% der Wärme und 99,9% der UV-Strahlen filtern soll. Trotz des sportlichen Designs bietet das elektrische NIO Coupé dank 2,90 Meter Radstand viel Platz im Innenraum sowie ein Ladevolumen, das sich durch Umlegen der Rückbank auf bis zu 1405 Liter erweitern lässt. Der EC6 ist neben weiteren Details unter anderem mit einem Navigationssystem, einem serienmäßigen Mikrofaser-Dachhimmel sowie mit einem Nappa-Leder-Sportlenkrad ausgestattet. Armaturenbrett und Türverkleidungen wirken wie aus Alcantara, was die sportliche Atmosphäre im Innenraum unterstreichen soll. Die Bedienung des NIO EC6 erfolgt über zwei digitale Displays, ein 9,8 Zoll Bildschirm hinterm Lenkrad und ein 11,3 Zoll großes Cluster in der Mitte der Armaturentafel. Weiterentwickelt wurde der Bedienassistent Nomi Mate, der auf dem Armaturenbrett zu finden ist, während 3 neue Düfte den Innenraum des NIO sanft aromatisieren und die Insassen aus 12 Boxen beschallt werden. Auf Wunsch gibt es für den Beifahrer den bereits aus den Modellen ES8 und ES6 bekannte Lounge-Sessel mit Liegefunktion und ausfahrbarer Fußstütze. Das 4,85 Meter lange SUV-Coupé wird mit 2 Elektromotoren an beiden Achsen zum Allradler. Die Ausgangsleistung liegt bei bis zu 218 PS vorn und 326 PS hinten, was einer Systemleistung von 544 PS entspricht. Mit einem maximalen Drehmoment von 725 Newtonmeter und einem CW-Wert von 0,26 soll das über 2 Tonnen schwere Auto aus dem Stand in 4,5 Sekunden auf Tempo 100 sprinten und 200 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen. Das Basismodell EC6 Sport ist mit 2 identischen 157 PS Permanentmagnetmotoren ausgestattet, die das NIO Coupé immerhin noch in 5,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Es wird eine 100 Kilowattstunden große Hochvoltbatterie verbaut, die eine praxisnahe Reichweite von bis zu 440 Kilometern erlaubt. Zusätzlich wird noch eine kleinere 70 Kilowattstunden Batterie angeboten, die im Idealfall eine Langstreckenfahrt von knapp über 300 Kilometern ohne Ladestopp erlaubt. Der EC6 ist zunächst in den 3 Ausstattungsvarianten Sport, Performance und Signature Edition zu bekommen, die in der 70 Kilowattstunden Batteriekonfiguration ab 44.496 € beginnt. In der höchsten Ausstattungsvariante beginnt der NIO EC6 bei 56.587 €. Die 100 Kilowattstunden Version kostet in der Sportversion 51.509 €, in der Performance-Version 56.346 € und in der Signature Edition ab 63.600 €.
Und wieder einmal will ich von euch wissen, wie euch der NIO EC6 gefallen würde. Glaubt ihr an einen Start noch in diesem Jahr? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, den Link gibt's in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.